Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem November-Taroskop. Und schon ist November, das Ende des Jahres naht. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, was sich dein November so gedenkt, was er für dich bereithält, wie er gestaltet werden möchte. Was ist wichtig und ausschlaggebend? Jedoch aber auch, was ist am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische bitte. Lieber Fisch, du wirst dich des Öfteren im November dabei ertappen, Dinge zu verrichten, Dinge zu tun und würdest doch viel lieber ganz was anderes tun. So viel zu tun, dass du vielleicht gar nicht weißt, was als erstes dran ist, welchen du von all diesen deinen Dingen, Ideen, To-Dos Priorität geben solltest. Der November ist bei dir so ganz und gar nicht still. Im Gegenteil, es rattert, es rumort, es wird sehr, sehr laut in dir. Eine neue Ausrichtung, eine Einweihung in etwas, sie sagen zu etwas. Du hast 2 Themenkarten. Ganz unüblich für die Fische, die immer recht viele haben. Doch auch diese 2 Themenkarten sind extrem wertvoll. Du wirst eine Einweihung bekommen, an einer Einweihung teilhaben. Diese Einweihung nicht einmal bewusst, doch hinterher ist der Aha-Effekt sehr, sehr groß. Auch geht es darum, jemandem Hilfe zu bieten, jemandem deine Unterstützung anzubieten, wo du eigentlich dein Herz verschlossen hattest, diesem jemandem gegenüber. Auch kommt jemand auf dich zu, jemand sehr, sehr Intensives, jemand sehr, sehr Großes. Es darf sehr, sehr viel Austausch stattfinden. Dann auch noch die Ferne. Die gilt es zu überbrücken, beziehungsweise eine Brücke in die Ferne zu schlagen. Ganz interessant, wie gesagt, der November wird sehr, sehr laut. Nicht so der stille Monat, wie es immer gesagt wird. Nein, lieber Fisch, bei dir geht es echt rund. Auch geht es darum, auf die Führung zu hören und das Außen nicht zu einem, sie sagen es tatsächlich so, nicht zu einem Kriegsschauplatz zu machen, sprich deine Energien nicht hineinzugeben, nicht zu viel Aufmerksamkeit ins Außen zu geben, denn dort ist für dich nichts zu sehen, nichts zu lernen und nichts zu holen. Drum höre auf die Führung von oben und du wirst sehen, die Lichter der Regenbogenfarben, sie schillern und glänzen. Wie als dürftest du auf dem Regenbogen, der irgendwo anfängt und nirgendwo endet, als dürftest du auf diesem spazieren gehen. Wow!
Ebenso für dich sehr, sehr wichtig, eine linke Hand, sei es deine, sei es die von jemand anderem. Eine linke Hand und die weiße Schlange. Wow, deine Themenkarten, dein Hauptthema eigentlich, doch du hast 3 Hauptthemen, ganze 3 Hauptthemen und sie laufen wunderbar Hand in Hand. Lieber Fisch, hör gut zu. Du kommst im November ein ganz, ganz großes Stück weiter. Ohne Bedingungen. Du kommst weiter. Die einzige, vielleicht klitzekleine Bedingung ist, bleibe offen, bleibe neugierig. Wenn du dem, was sich dir präsentiert, und es wird sich dir sehr, sehr viel präsentieren, auch von der anderen Seite, auch während du schläfst. Du wirst Visionen haben. Du wirst Besuch bekommen in deinen Träumen. Es ist so viel, was da auf dich zukommt, was es zu sehen gibt, was es zu verinnerlichen, zu integrieren gibt, dass du leicht überfordert werden kannst, sein wirst teilweise, doch wisse, es gehört alles zu dir, zu deinem Weg, auf deinen Weg. Es sind alles Tools, es sind alles, sie sagen, es sind alles wie viele kleine Tipps, die du mitnehmen kannst, anwenden kannst. Du wirst im November die facettenreiche Fülle deiner selbst wahrnehmen. Es ist, als würdest du die Fülle für dich komplett neu, anders definieren. Und sie sagen, das erste Mal in deinem Leben überhaupt von dir selbst erfüllt sein. Wow, das war jetzt meine Botschaft. Der 2. November, der 6. November, der 14. November, der 11. November. Die 4 ausschlaggebenden Tage für dich. Sie sagen der 28. November auch noch für manche, nicht für alle. Sie sagen, die weißen Punkte, folge den weißen Punkten. Was immer das auch wieder heißen möchte. Also beginnen wir. Sie sagen, denke zurück, was war an deinem 38. Lebensjahr? Bist du noch nicht 38, dann denke zurück, was war an deinem 11. Lebensjahr? Was war dort so ausschlaggebend, so einschneidend, so verändernd? Bei mir weiß ich es. Ist mir gerade eingefallen. Sie sagen, folge den weißen Punkten und lasse dich von diesen verzaubern. Folge den weißen Punkten. Schau an. Sie sind hell.
Möchten sie dich zum Leuchten und zum Strahlen bringen? Möchten sie dich einweihen? Möchten sie dir sagen, dass nicht so ist, wie es ist, sondern dass alles so ist, wie es ist? Deine Visionen, lieber Fisch? Wow. Es wäre gut, wenn du dir, gut, empfehlenswert, wenn du dir ein kleines Notizheftchen oder irgendeine Notizdatei in deinem Telefon, wie auch immer griffbereit hältst. Es gibt viel zu notieren. Beginnen wir. Ha! Der 2. November, wie wunderbar. Von Meerjungfrauen, Sirenen und deiner Entscheidung. Der gemeinsame Nenner. Das Bild des Wandels, lieber Fisch, der Wandel im Bild. Die Magie der Ozeane. Das Wasser im morphogenetischen Feld. Was sie nicht wieder alles sagen. Bitte werdet konkreter. Sie sagen, die Sache ist die. Du wirst erkennen, dass alles möglich ist, lieber Fisch. Dass alles möglich ist und weit darüber hinaus. Nicht nur im Außen, sondern vor allem in dir. Du darfst erkennen, nicht ganz, aber einen großen Teil mehr, wer du wirklich bist. Daraufhin wirst du eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, eine lebensverändernde Entscheidung. Lebensverändert, warum? Weil sich auf diese Entscheidung hin sehr, sehr vieles verändern wird. Vor allem wird sich sehr, sehr vieles verändern, wo du nicht dachtest, dass es sich jemals verändern wird. Beziehungsweise du dir dachtest, es wird immer so weitergehen. Und du wirst eines Besseren überzeugt, nicht, dass du jetzt aktiv überzeugt werden möchtest. Doch es ist, als würde alles plötzlich wie von alleine ein Sog, der dich in etwas hineinzieht, der dich aufsaugt und irgendwo anders ausspuckt. So ist das so, dass du wirklich Kopfschütteln sagst, was ist jetzt los, wie war das jetzt alles möglich? Es ist wichtig für dich, dass du, wie hier auf dieser Karte, hoch zu Ross bleibst, sprich fest im Sattel, denn es geht echt rasant zu. Und dein November, lieber Fisch, das kann ich dir garantieren, der geht in deine Geschichte ein. Du wirst sagen, der November 2025, boah, was für ein Monat. Doch es ist nicht nur der November, es ist das, was im November geschieht, das, was der November, wo er dich hintransportiert. Es ist wie ein Startschuss. Wie gesagt, die Einweihung, es gibt kein Zurück mehr. Es ist vor allem sehr, sehr wichtig für dich zu wissen, dass du aus der feinstofflichen Welt, dass du eine Entität hast,
die an deiner Seite ist, die dir wirklich, die dich pusht, die dich schubst, die dich an der Hand nimmt und nicht so nett Hand in Hand spazieren gehst, sondern die reißt dir quasi echt fast den Arm aus und pflanzt dich dorthin, wo du jetzt sein sollst. Du wirst den November als lebensverändernd für dich ansehen. Und jetzt für alle, die negativ ausgerichtet sind und sich sagen, oh Gott, was wird passieren? Nein, es wird grandios, liebe Fische. Es wird grandios, es ist etwas, du kannst nicht nur nach den Sternen greifen, du wirst auf die Sterne hinauf katapultiert. Es ist ein Feuerwerk. Du bist ein Feuerwerk. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und ja, wie gesagt, vielleicht befasst du dich auch mit den mystischen Kreaturen der Ozeane. Wie gesagt, Meerjungfrauen, Sirenen und mit den Wasserdrachen. Auch gut möglich. Du wirst Perlen der Weisheit bekommen, die sich in deiner Kreativität ausdrücken, über deine Kreativität ausdrücken. Ganz egal, über welche Kreativität. Es ist wirklich ein Feuerwerk. Es ist für dich wichtig, sie möchten dir nahelegen, dich selbst nicht zu beurteilen, dich selbst nicht zu verurteilen und dich nicht selbst in Frage stellen, sondern lass dich transportieren. Es geht jetzt nicht darum, wie du im Außen wirkst, wie dich die anderen sehen, was sie denn von dir wollen, was sie denn von dir denken. Wie gesagt, es wurde dir ganz zu Anfang gesagt, lieber Fisch, höre auf die Führung. Und wie war das mit dem Kriegsschauplatz im Außen? Genau, alles macht immer einen Sinn. Denn sobald du dich fürs Außen öffnest und sagst, ach, ich mache jetzt dieses und jenes und dachte mir, das habe ich vor und das habe ich geplant, wow, wirst du so dermaßen vereinnahmt, dass du gar nichts tust. Zu schade, wirklich zu schade wäre es, denn der November kann dich wirklich sehr, sehr weit bringen. Doch aus dir heraus bringt er, nicht vom Außen hinein. Remember that. Wir machen weiter im Extended und schauen, was da noch so durchkommt. Und gut möglich, dass die Rotkehlchen dir ein Lied singen möchten. See you in the Extended. Bis gleich, wir freuen uns. Ciao.